Wird die Erde gerade für die Landung von Aliens vorbereitet? Immer wieder hören wir vom Terraforming, der Methode, um einen Planeten wie den Mars in eine zweite Erde zu verwandeln, mit Wasser, Atmosphäre und dann Pflanzen, Tieren und so weiter und so fort. Es könnte paradiesisch werden auf einem so ganz neu zu einer zweiten Erde verwandelten Planeten. Dagegen müssen wir hier bald unseren Heimatplaneten verlassen, wenn es so weitergeht. Was passiert also auf der Erde? Alienforming, die Vorbereitung der Landung einer anderen Spezies. Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Eigentlich ist es schon ein bisschen verrückt. Stephen Hawking, der sagt, dass wir schon bald die Erde verlassen müssen. Es wird nämlich, wenn wir so weitermachen, ziemlich ungemütlich auf unserem Heimatplaneten. Und auch Elon Musk meint, dass wir den Mars und weitere Planeten im Sonnensystem besiedeln müssen. Dabei ist es da noch viel lebensfeindlicher als bei uns auf der Erde. Terraforming, also die Verwandlung dieser Himmelskörper in Zweiterden, soll es unter anderem möglich machen. Und das ist wirklich paradox. Was passiert hier? Wir zerstören unsere Erde, um dann andere lebensfeindliche Planeten zu besiedeln? Das ist wirklich seltsam. Oder ist das alles Schicksal, quasi vorbestimmt? Ich habe mir dazu mal ein paar Gedanken gemacht und das ist wirklich etwas befremdlich. Also ein Gedankenexperiment. Es gibt ein paar Indizien, die es ziemlich wahrscheinlich machen, dass es parallele Entwicklungen der Evolution hier auf der Erde, aber auch im ganzen Universum gibt. Hier auf der Erde, und das finde ich ziemlich verrückt, haben sich alle Zivilisationen ähnlich entwickelt. Alle haben irgendwann Städte gebaut, den Pflanzenbau kultiviert, Tiere gehalten, Religionen gegründet. Alle, überall, egal wo. Es ist, als gäbe es ein Entwicklungsmuster, als wäre das alles vorprogrammiert. Das ist es wahrscheinlich nicht, sondern eine Folge unserer begrenzten Intelligenz. Wir wissen nicht, was um uns herum passiert und müssen uns in Religionen flüchten, um das überhaupt annähernd begreifen zu können, was wir aber immer noch nicht tun. Und wir begreifen offenbar selbst die einfachsten Zusammenhänge nicht. Und einer davon ist entscheidend. Das Verbrennen fossiler Brennstoffe führt zwingend zur Unbewohnbarmachung der Erde. Denn was passiert? Pflanzen haben CO2 gebunden, der Sauerstoffgehalt stieg durch diese Bindung, diese Pflanzen wurden durch geologische Bewegungen unter mächtigen Schichten begraben, dadurch wurde das CO2 dauerhaft begraben und der Atmosphäre entzogen. Die Erde wurde für unsere Spezies bewohnbar. Unsere Spezies entwickelte sich, jetzt kehren wir diesen Prozess aber um und machen die Erde wieder für uns unbewohnbar. Wir holen das gebundene CO2 aus der Erde und pusten es in die Luft. Es scheint mir genauso zwingend wie die Gründung von Religionen, dass das alle machen. Schließlich wurde auch das Feuer nicht an einem Ort entdeckt, sondern von verschiedenen Völkern parallel und dann in Folge eben auch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Das ist ja auch ganz logisch und zwingend in der Abfolge und fast unabänderlich. Jede Spezies hätte das genauso getan. Und wenn sich jetzt vielleicht bei der Entdeckung der Alien-Mikroben zeigt, dass sich Leben auch auf anderen Himmelskörpern sehr ähnlich entwickelt, dann wäre das eine wirklich mindblowing Erkenntnis. Es gäbe quasi ein Gesetz, wie sich Leben im Universum entwickelt und es ist quasi vorbestimmt, wie das in Stufen abläuft. Aber in welcher Stufe sind wir? Und warum machen wir das? Sind wir vielleicht eine Zwischenstufe und es gibt noch einen viel größeren Plan? Es ist quasi vorbestimmt, dass wir hier genau das machen, automatisch, wie ein Ameisenstaat. Aber was machen wir dann? Bereiten wir die Erde vielleicht ganz automatisch auf die Landung von Aliens vor, die sie dann besiedeln werden, wenn wir das Klima so verändert haben, dass sie darauf existieren können? Ich finde die Idee ehrlich gesagt nicht ganz so absurd, wenn ich mir unsere Entwicklung so bis heute ansehe. Allerdings kann es auch ganz profan sein. Wir sterben aus und eine andere Spezies, Ameisen, Echsen oder ähnliche übernehmen die Führung. Auf jeden Fall scheint sich da ein zwingendes Muster zu zeigen, das wir nur noch nicht so ganz erkennen. Wohin geht es also? Wir können darüber leider nur spekulieren. Aber vielleicht wird uns ja der erste Kontakt mit Aliens die Augen öffnen. Er soll ja laut NASA schon bald, also in den nächsten 20 Jahren stattfinden. Beziehungsweise geht die NASA davon aus, dass wir schon bald Aliens entdecken werden. Ich bin schon ziemlich gespannt. Wenn ihr also als Erste Neues zum Thema Aliens und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video eben vorab und garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Clickzoom mitmachen und mir Themen vorschlagen oder andere Vorschläge machen. Der direkte Draht zu mir oder Abstimmung, die machen wir da auch. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau vergessen. Hier geht es weiter mit dafür. Auch draufklicken. Aliens, der erste Kontakt. Ja, ansonsten bis dann. Bleibt dran.